Moin Leute, willkommen wieder bei einem neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video über den MX-5. Und wie ihr gerade schon gesehen habt, ich habe den Motorraum einmal komplett leer gemacht. Beziehungsweise noch nicht ganz komplett leer, aber ich bin gerade dabei, ihn komplett leer zu machen. Denn heute, wie ihr es schon im Titel lesen könnt, werde ich den Motorraum einmal komplett leer räumen und dann einmal lackieren. Ja, das ist jetzt der Stand. Ich werde jetzt natürlich weitermachen, aber vorher wollte ich euch das noch ein bisschen zeigen, wie es jetzt aussieht und was ich gleich machen werde. Ich werde jetzt natürlich alles nochmal weiter rausräumen, die Benzinleitung ab und das hier oben ab, so dass der Motorraum komplett leer ist. Und hier vorne, wie ihr sehen könnt, habe ich hier ein relativ großes Loch an Rost. Ich weiß nicht genau, wie es da hinkommt, beziehungsweise warum es da ist. Es sieht auch ein bisschen komisch aus, weil hier das aussieht, als wenn das schon mal repariert wurde. Hier wurde nämlich irgendwie ein Blech mal drüber geschweißt und ja, anscheinend nicht vernünftig versiegelt. Deswegen, da muss ich hingehen. Das werde ich einmal hier unten wegschneiden und dann hier oben hin, also bis hier oben hin wegschneiden. Genauso wie hier oben wegschneiden und dann hier wieder runter. Dann werde ich da ein Blech einsetzen und das irgendwie so gut wie möglich anpassen, dass es genauso wie hier aussieht. Nicht, dass das da irgendwie dann komisch aussieht oder sowas. Ja, das werde ich gleich noch machen. Dann, wie gesagt, schon alles rausräumen. Und dann geht es weiter mit dem ganzen Motorraum einmal vom Lack befreien. Also erstmal sauber machen natürlich, weil wie man sieht, das hier ist schon echt dreckig geworden. Gerade hier hinten kann man gar nicht sehen, aber das ist schon extrem dreckig geworden. Ich weiß nicht genau wieso, aber ja, ist halt so. Ich werde das jetzt eben machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich weiß nicht, wo ich als letztes war. Auf jeden Fall, ich habe jetzt alles geschweißt. Ich denke, ihr habt ja gerade so ein bisschen was gesehen. Ich habe dir jetzt nicht alles gezeigt, weil das wäre halt einfach nur ein bisschen Schweißen gewesen. Was heißt ein bisschen? Sehr viel Schweißen, aber es wäre halt einfach nur Schweißen gewesen. Ich zeige euch das jetzt auch nicht alles in voller Gänze, weil ich sage so, da wurde sehr viel rumgebraten und das ist jetzt, es ist alles fest und alles dicht. Also es sind jetzt keine Löcher mehr drin und sowas. Ich habe auch dieses kleine Loch, was hier vorne ist, was normalerweise wieder auch ist, habe ich jetzt auch zugemacht. Das war halt, das ist jetzt das erste Mal Schweißen gewesen und ich zeige euch das jetzt nicht komplett. Aber es ist jetzt alles fest, es ist alles dicht, es ist alles schön. Was heißt, schön ist es noch nicht, aber schön werde ich jetzt machen. Und zwar habe ich mir hier vorne ein Kaltzinn-Kit oder halt Kaltzinn an sich gekauft. Normalerweise geht man hier hin und wenn man das hier hat, dann geht man da hin und schmeißt da Zinn drauf, beziehungsweise erhitzt das und gibt dann Zinn dazu, damit man das Ganze halt, die Löcher oder halt diese Unebenheiten, die ich hier noch habe, damit man das halt ein bisschen füllen kann. Weil wenn man da jetzt normalen Spachtel nimmt, also normalen Karosseriespachtel, den du jetzt auf einen Kotflügel draufschmeißt oder sowas, kann das sein, dass es irgendwann brüchig wird, weil die ganzen Materialien arbeiten ja hier, gerade direkt neben dem Dom, da arbeitet das Ganze ein bisschen und dann wird der ganz normale Spachtel wird halt brüchig und dann ja, hast du da keine Versiegelung mehr, beziehungsweise auch keine Lackplatzer. Also dann hast du halt Lackplatzer drin. Mit dem Zinn ist noch einigermaßen flexibel, isoliert, nicht isoliert, wie heißt es nochmal, versiegelt das alles und dann hat man da eine schöne Schutzschicht drüber, einmal über die blanken Stellen hier und darüber kann man dann easy lackieren. Ich habe jetzt keinen Zinn gekauft, ich habe mir wie gerade schon gesagt Kaltzinn gekauft. Das soll im Prinzip das gleiche sein, das hier ist glaube ich nur der Härter. Das soll an sich das gleiche sein, nur dass man da nicht hingeht und da mit Hitze beigehen muss und das Ganze halt verzinnen. Hier geht man hin, ich weiß nicht genau wie die Aufteilung jetzt ist, ich glaube aber ein Teil davon, ein Teil härter und 2 Teile davon, ich weiß noch nicht ganz genau, steht höchstwahrscheinlich irgendwo drauf. Und das werde ich da einfach mal draufschmeißen und dann einfach mal alles anpassen, so schön zu machen wie, also ich werde es halt so schön machen, wie ich es kann. Das werde ich von außen und von innen machen, beziehungsweise vom Motorraum innen und Rad
Hausschale, Radhausgedöns. Da werde ich beides mal ein bisschen was draufschmeißen, weil es muss halt beides versiegelt werden. Natürlich kommt noch von innen an der Radhausschale kommt noch mal ein bisschen Unterbodenschutz drunter, damit das auch alles versiegelt ist und nicht wieder irgendwann mal anfängt zu rosten. Ich gehe jetzt hin, schmeiße dieses Mipa-Zeug da drauf, werde vielleicht noch ein bisschen hier und da ein bisschen was wegschleifen, weil ich will es halt so schön wie möglich machen und dass man das, was ich hier alles geschweißt habe, also hier, da oben, dann geht das hier runter und dann bis hier vorne habe ich alles geschweißt, dass man das nicht mehr sieht und dass das halt so clean aussieht, als wenn nie was gewesen wäre. Ja. Ich gehe jetzt bei, mache das eben und dann seht ihr gleich höchstwahrscheinlich, wenn das Ganze verspachtelt ist, geschliffen und kurz vor der Lackierung ist. Ja, weiter dem. So, ich habe jetzt diese Seite hier fertig, also die Beifahrerseite. Ich habe hier einmal alles abgeschliffen und Karosseriedichtung schon mal neu zwischengepackt. Ich habe die hier beim Abschleifen, weil ich hier vorne Rost hatte und da so ein bisschen überall Rost, habe ich die komplett hier abgemacht, hier oben abgemacht, da vorne abgemacht und da, wo halt nichts war, habe ich die einfach dran gelassen, die alte Karosseriedichtung, die von Mazda früher kam. Ja, das habe ich schon dazwischen. Abgeschliffen habe ich auch alles. Hier habe ich noch ein bisschen was mit so einem Rostumwandlerzeug eingeschmiert, damit das jetzt nicht irgendwie weiter rostet. Hier ist alles gemacht. Hier ist soweit alles fertig. Ich muss da hinten noch ein bisschen sauber machen, aber das kann ich später noch machen. Die Seite werde ich jetzt erstmal abdecken, weil ich muss auf dieser Seite, also auf der Fahrerseite, genau das gleiche nochmal machen. Ich habe hier schon ein bisschen was abgeschliffen. Dichtung habe ich noch nicht zwischen, aber hier unten müssen wir noch weitermachen mit Abschleifen und ein bisschen sauber machen und sowas. Und ja, dann mache ich jetzt diese Seite. So, es ist jetzt alles versiegelt und zu, wie es sein soll. Hier links habe ich ja schon gezeigt, dass es jetzt alles fertig ist. Hier rechts bin ich jetzt auch fertig. Ich habe einmal komplett bis hier hinten durch alles zugemacht. Ich bin jetzt hier vorne nicht mehr hingegangen, also habe hier nicht mehr was weiter zugemacht, weil ich das sowieso hier komplett rausgeschnitten habe. Und hier habe ich das jetzt komplett zugeschweißt. Sprich, ich musste keine Dichtung mehr zwischen haben, weil da keine zwei Bleche sich mehr überlappen und ja. Deswegen, da muss nichts mehr drüber, da ist es jetzt einfach nur bis da vorne hin zu. Ich habe auch da hinten einmal komplett alles angeschliffen, damit halt der Lack besser hält. Ich werde hinten noch das Typenschild abkleben, genauso wie diesen kleinen Sticker, was einfach nur zeigt, was da für Lichter sind oder sowas. Ja, das werde ich noch machen und ich werde hier vorne noch hingehen, die ganzen Sachen nochmal eben in irgendeiner Folie einpacken, genauso wie davon Dinger und hier die beiden Kabel. Oh, hier die Kabel. Was ich auch noch machen werde, ist, ich möchte, ich weiß gar nicht, ob ich das gerade gesagt habe, dass ich die Kabel hier vorne nicht mehr hier so komplett im Motorraum verteilen möchte, sondern dass sie hier einmal durchgehen und dann hier drunter sich sammeln, beziehungsweise alles, was hier irgendwie zum Motorraum oder zum Motor hin muss, geht dann halt hier raus. Aber ich möchte das alles so weit wie möglich ein bisschen verstecken. Deswegen gehe ich da jetzt hin, schneide hier nochmal ein kleines Loch rein. Genauso andere Seite auch, damit ich das andere Seite auch machen kann. Und das werde ich jetzt nochmal machen. Dann werde ich das Ganze nochmal, ja, hier einpacken, abkleben, was abgeklebt werden muss. Dann ist im Prinzip das Ganze vorbereitet für den Lack. Und dann werde ich gleich anfangen zu grundieren. Als Lack werde ich ganz normalen Autolack von Tristacolor nehmen. Natürlich in der Wagenfarbe von meinem Auto, also SU. Das ist auch Lack für eine Farbpistole, die da hinten steht. Bevor der ganz normale Lack drauf kommt, kommt halt einmal Füller bzw. Grundierung drauf. Ja, ich werde jetzt anfangen, das Ganze abzutapen und sowas und halt vorbereiten darauf. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
Ich bin jetzt mit dem Lackieren fertig. So sieht es jetzt im Endeffekt aus. Ist auf der Kamera ein bisschen heller als in echt jetzt gerade. Aber es sieht schon sehr, sehr gut aus. Klar, das ist jetzt nicht perfekt. Es ist jetzt hier in der Halle gemacht, wo es jetzt nicht unfassbar sauber ist und ist auch ein bisschen staubig. Ich habe überall so ein paar Dreckdinger, also so ein bisschen Dreck. Ich glaube, ich habe auch beim Klarlack gerade hier vorne so ein bisschen zu viel drauf getan, weil da habe ich jetzt so ein bisschen Orange Peel, also so, dass das so frickelig aussieht. Warte, das sieht man, wenn man so da ist jetzt nicht perfekt, aber ganz ehrlich, es ist schon meiner Meinung nach sehr, sehr schön und echt gut geworden. Ja, das Ganze ist jetzt natürlich noch nicht komplett ausgehärtet. Ich habe jetzt gerade vor ungefähr einer Stunde oder sowas habe ich den Klarlack drauf geschmissen. Deswegen könnte es sein, dass es noch ein bisschen weniger glänzt. Aber ich glaube, ich hätte die letzte Schicht Klarlack gar nicht mehr drauf tun sollen, weil das ist jetzt sehr, sehr, sehr glänzend. Aber kann ich jetzt nicht mehr ändern, außer ich lackiere es nochmal komplett neu. Aber das tue ich nicht. Ja, lackieren war auch relativ easy. Das mit der Sprühdose, das Grundieren mit dem Abschleifen und sowas, das war absoluter Krampf, weil die Sprühdose war jetzt nicht so geil. Mit der Sprühpistole oder mit der Lackpistole, wie die auch immer heißt, ging das alles sehr, sehr gut. Ja, ich bin auch sehr, sehr glücklich darüber, dass hier vorne rechts das Ganze im Prinzip so aussieht, als wenn es so Serie vom Werk gekommen wäre. Man sieht jetzt nicht irgendwie, dass ich da mal rumgeschweißt habe oder dass da mal irgendwas war. Das sieht im Prinzip genauso aus wie vom Werk. Natürlich, wenn man es jetzt kennt, also wenn man jetzt genau einen Mazda MX-5 Motorraum kennt, dann weiß man natürlich, dass sowas gemacht wurde, weil normalerweise sieht das so aus, dass hier so ein kleines Loch ist, hier so ein kleiner Knick. Aber so sieht es halt ganz ehrlich aus, als wenn da nie irgendwas mal passiert ist. Abgedichtet, sieht auch alles sehr, sehr gut aus. Da vorne kann man es sehen, man kann das auf der Kamera richtig schlecht sehen, weil das halt alles einfach ein roter Haufen ist, so ein roter Blob. Aber es ist alles sehr, sehr schön geworden, meiner Meinung nach. Ja, ich habe auch noch, ich weiß gar nicht, ob ich das gefilmt habe oder ob die Kamera das mitgenommen hat. Hier habe ich auch noch mal so 2 kleine Löcher gemacht. Da und da. Ja, da kann ich die Kabel, die hier noch so ein bisschen in Alufolie eingepackt sind, kann ich dann hier an der Seite und dann dadurch das kleine Loch hier hin packen und dann ja, schön verteilen. Genauso auf der Seite. Zack, einmal so rüber. Und dann sieht das alles schön aus. Das Ganze auspacken und die Sachen irgendwie hinlegen, das werde ich jetzt nicht machen. Das kommt im extra Video, weil ich muss die ganzen Kabel noch verlängern und noch die ganzen Sachen machen. Deswegen, das war es jetzt mit dem Video. Der Motorraum ist jetzt endlich lackiert und auch wieder komplett geschweißt und versiegelt und alles, was dazu gehört. Ich lasse den Motorraum jetzt so noch trocknen. Natürlich ist jetzt nach ungefähr einer Stunde warten das Ganze noch nicht fest. Aber dann, ja, kann ich daran in nächster Zeit weiterarbeiten. Was ich natürlich noch machen werde, ist, ich werde den ganzen Unterboden noch einmal versiegeln und sowas. Deswegen auf der rechten Seite, wo ich alles gespachtelt habe bzw. geschweißt habe, da kommt natürlich noch was drunter, um das zu schützen. Ja, aber unter das ganze Auto kommt natürlich auch was drum. Deswegen, das wird aber in einem anderen Video gemacht, genauso wie die ganze Kabelsache und sowas. Und alles wieder anschließen, einbauen und sowas. Das wird in einem anderen Video kommen. Das war jetzt nur das Video, wo ich das Ganze halt lackiere und geschweiße und sowas. Dann würde ich sagen, das war das Ende vom Video. Wenn es dir gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben. Wenn nicht, gebt einen Daumen runter. Sagt mir aber warum, weil nur so kann ich die Videos wirklich verbessern. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.